Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor. Bei mir zu Gast Georg Haupt und Christian Kram. Beide sind Teil des Organisationsteams rund um das QS Barcamp in Hamburg, das dieses Jahr sein 10-jähriges Jubiläum begeht. Das QS Barcamp ist aus der Software User Group Hamburg entstanden, die das Barcamp bis heute mitorganisiert und stark unterstützt. Was bei diesem Barcamp so passiert und warum ihr dieses Jahr unbedingt dabei sein solltet, das verraten wir euch in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß dabei! Hallo Georg, hallo Christian, schön, dass ihr da seid. Moin, schön, dass wir da sein dürfen. Herzlich willkommen in Hamburg. Wobei ich eigentlich sage, eigentlich bin ja ich da. Schön, dass du da bist. Auch gerade, ich musste einen Moment überlegen. Ja, genau, stimmt. Aber ich sage sonst immer schön, dass ihr da seid zu den Gästen. Ich spule nochmal zurück. Ja. Schön, dass du uns besuchst. Ach, schön. Danke, dass ich da sein darf. Ja, ich bin fast extra jetzt nur für euch nach Hamburg gekommen. Für diese Aufnahme jetzt hier. Ne? Da wäre ich gleich roh. Ja, also das gebührt uns aber auch, ja. muss man sagen. Ja. Aber wir haben auch ein wichtiges Thema heute zu besprechen. Und ihr tragt es auch schon, also auf Video sieht man das dann auch schon. Es geht ums QS Barcamp, QS Camp. QS Barcamp? QS Barcamp. Aber hier steht nur QS Camp. Ja, das ist quasi das Hashtag. Ach so, okay. Schau mal, da sieht man, ich habe keine Ahnung. Ja. Also 10 Jahre gibt es das jetzt dieses Jahr. Ja, das ist ja, und es ist ja in der deutschen Software Meetup Quality Conference Szene eigentlich ein bekannter Name. Ich höre es immer wieder. Es taucht immer wieder in Social Media auf. Das heißt, es hat schon seinen Stellenwert. Ne? Davon gehen wir aus, oder? Ja, also ich glaube, wir haben inzwischen eine Lücke gefunden, die wir da besetzen, die andere Konferenzen nicht so gespielt haben. Und da kommen die Leute gerne wieder. Ja. Es ist das einzige deutschsprachige, also größtenteils deutschsprachige Barcamp überhaupt im Bereich von Testen und Qualitätssicherung, was es nicht gibt. Ja. Da müssen wir gleich mal einsteigen, weil manch einer weiß vielleicht gar nicht, was ist denn ein Barcamp eigentlich? Ja. Bar, denke ich, so an Cocktails und so. Also, um ehrlich zu sein, das ist gar nicht so weit weg von der eigentlichen Idee. Vor vielen Jahren ist mal jemand von einer Konferenz zurückgekommen und hat festgestellt, so, wow, die guten Gespräche hatte ich eigentlich an der Kaffeemaschine und die Vorträge waren irgendwie auch ganz nett. Und Barcamp macht sich genau dieses Prinzip zunutze. Also wir schaffen Räume, wir schaffen Zeiten und die Gespräche ergeben sich durch die Themen, die die Teilnehmenden mitbringen. Insofern, wir wissen vorher nie, was wir an Themen haben werden. Und das ist das Tolle an der Sache. Genau, also man kann sich das vorstellen wie eigentlich eine langgezogene, durchorganisierte Konferenzpause. Weil man ja auf den Konferenzpausen immer die interessantesten Gespräche hat. Ja. Ist ja oft so. Ja. Und das wurde einfach mal durchorganisiert mit Themenslots. Und dadurch hat man einen sehr hohen Mehrwert, weil es eben keinen festen Plan gibt. Also es gibt nicht den Speaker da vorne, der was erzählt. Ja. Und das muss ich so hinnehmen, sondern es ist sehr interaktiv. Also mich als Teilnehmer kann ich mich quasi direkt einbringen. Ja. Und wie läuft das typischerweise ab? Also jetzt kommen alle rein. So, und jetzt was machen die mit ihren Themen? Also wie du sagst, es ist strukturiert so schon, dass das auch eine strukturierte Kaffeepause ist? Ja, also unser Barcamp ist noch besonders. Wir beginnen tatsächlich gar nicht mit diesem sogenannten Open Space am Anfang, sondern wir fangen eigentlich einen Tag früher schon an, am Freitagabend. Das ist der legendäre Freitagabend, der Grillabend. Ja. Also das ist so, dass wir uns dann immer ein spannendes Thema suchen als Vortragsthema, wo also mal irgendwelche Menschen interessante Vortragsthemen haben und dann einen Vortrag halten. Ja. Und direkt währenddessen wird live hier bei uns auf der Dachterrasse, wo wir hier sind, wird dann gegrillt. Direkt danach, nach dem Vortrag, machen wir dann diesen leckeren Grillabend, wo wir dann wirklich lange sitzen mit den ganzen Teilnehmenden bis spät in die Nacht. Also das letzte Mal waren wir hier um halb 2 nachts, sind die letzten gegangen. Ja. Und der Vorteil ist einfach, man hat beim eigentlichen Barcamp am Samstag dann schon viele Menschen kennengelernt. Man hat viele Gespräche geführt, man hat viele Ideen gehabt für die Slots. Da entstehen schon ganz viele Ideen für Slots. Ja. Üblicherweise ist es auch so, dass die Themen, die wir raussuchen, möglichst so sind, also der Vortragssprecher oder Sprecherin, dass die Themen so sind,
dass die, ich sag mal, Fragen offen lassen. Mhm. Ja, also wenn es ein abgeschlossenes Thema ist, ist es halt unschön. Also Ja. Man will ja Diskussionspunkte, offene Punkte haben. Mhm. Und das findet sich nächsten Tag auch wieder. Ah, ja. Ja, nächster Tag ist eigentlich ein schönes Stichwort. Ne? Ja. Also nächster Tag, alle kennen sich schon oder viele kennen sich schon, das ist schon mal ganz gut. Und um auf die Frage zurückzukommen so ein bisschen, wie geht das eigentlich? Wir starten mit einem Marktplatz, wie wir das nennen. Also ein Marktplatz heißt, jeder, der Lust hat, ein Thema einzubringen, schreibt sein Thema auf den Zettel mit dem Namen und dann wird reihum vorgestellt, wer möchte eigentlich über was sprechen. Und dann steht da ein Zettel, den habe ich vor mir und sage ich, hallo, ich bin Christian, ich möchte heute über Barcamps reden und das mache ich und dann suche ich mir einen freien Slot aus, der es dort auf den Zeitplan noch gibt und sage, hey, um 11 Uhr in dem Raum, wer über Barcamps reden möchte, kommt vorbei. Ja. Und es gibt verschiedene Sessions. Wir haben das sind dann so Push-Sessions, wo ich eher so Wissen verteilen möchte. Es gibt Pull-Sessions, wo ich dann sagen kann, hey, ich weiß nicht, wie ich vernünftig über die Oberfläche automatisieren soll. Wer hat den Tipps für mich? Mhm. Ja, und alle, die dann Lust haben, gehen da hin. Mhm. Ja, das ist eine richtig schöne, interaktive Geschichte. Mhm. Es entstehen dabei auch ganz viele Dinge. Also 2 Beispiele, wenn dich das interessiert. Es war vor 2 Jahren eine Dame hier, die kam aus dem HR-Bereich und die hatte die Herausforderung, dass sie sollte eine Stelle für eine Testmanagement-Rolle oder eine Testrolle eben halt ausschreiben, hat also gar keine Ahnung, was machen diese Menschen. Ja. Und da hat die dann quasi die Session eingereicht. Beschreibt mir mal den idealen Tester, ideale Testerin. Ach, super. Ja. Und daraus wurde wirklich eine richtig spannende Session nachher. Ja. Die haben sich also gegenseitig dann quasi überboten, welche Skills muss man haben, welche Fähigkeiten, welche Tools und so weiter. Das war sehr spannend. Und anderes war eben so die Fragestellung, was sind so deine Top 10 Tools, die jeder Tester haben sollte? Jeder hat so seine einfach mal seine Sammlung. Darum ging es eigentlich. Das fing an in dieser einen Session, dass so an die Wand so ein paar Sachen rangeschrieben wurden. Dann war die Session irgendwann zu Ende. Und danach hatten in diesem Raum aber weitere Sessions stattgefunden. Und die haben das alle erweitert. Ah, okay. Und am Ende des Tages war eine ganze Wand voll mit Tools, sortiert nach verschiedensten Richtungen. Also Automatisierung und Textanalyse und Daten und also alles Werkzeuge aus dem Kontext von Testen. Das war eine Wissensdatenbank von allen Teilnehmern. Das ist so entstanden. Ja. Also solche Dinge entstehen dabei einfach. Ja, ja. Ja, das klingt total spannend. Das heißt, ich höre raus, es gibt dann parallele Sessions. Ne? Also man geht dann nach Gutdünken, wo ich halt hin möchte, was mich interessiert, gehe ich dann in die Sessions rein. Wir haben üblicherweise, was hatten wir jetzt, 4 Slots, glaube ich? Ja, 4 parallele Vier parallele Slots. Mhm. Und dann gibt es halt eben immer Timeslots. Also 45 Minuten ist üblicherweise der Timeslot und dann 15 Minuten Pause dazwischen. Ja. Und dann wieder der nächste Timeslot. So hat man immer eine glatte. Ja. Dann machen wir eine Mittagspause, wir machen wir fangen mit der Frühstückspause natürlich an. Also Ja. rundum sorglos Paket fürs Essen natürlich. Auch das ist sehr gut. Ja, das ist ja auch wichtig. Ja, ja. Also, das ist wirklich wichtig. Das schweißt die Menschen ja auch zusammen, die irgendwie da zusammen am Tisch sitzen und so. Und wir haben morgens 3 Slots gehabt, glaube ich, weil morgens ist der Marktplatz und nachmittags dann noch 4 Slots. Ah ja. Das Schöne auch ist, ich kann da hingehen, wo ich will. Und eins der ungeschriebenen Gesetze auf so einem Barcamp ist auch, wenn ich nicht mehr beitragen kann, oder wenn ich das Gefühl habe, ich bekomme keinen Input mehr, dann kann ich auch einfach während des Slots wechseln. Und das gehört dazu. Und das Schöne ist, wenn ich dann von einem Slot in einen Parallelslot wechsle, hey, dann kann ich die Gedanken, die ich da mitgenommen habe, dort mit einbringen. Und somit kann ich dann das Wissen von Slot A in Slot B auch noch mit rübertragen. Ja. Also entsteht ein super Austausch an der Stelle. Ja. Das nennt sich das Gesetz der Füße. Ja. Das finde ich total wichtig, weil also, gerade oft ist auf Konferenzen so, dann ist es so still da und da traut man sich dann so, jetzt muss ich mir das eine Stunde anhören, da war doch eine Fehlentscheidung, vielleicht möchte ich woanders hin und dann traut man sich, dann sitzt man drin und denkt man, ja, ich habe bezahlt dafür, möchte ich eigentlich auch das rausziehen, was mich interessiert. Genau, hier ist es also wirklich explizit gewünscht, dass du aufstehst und gehst. Wenn es für dich nichts mehr bringt oder wenn Christian sagst, da nichts dazu beifügen kannst, dann geh einfach woanders hin und es gibt ja genug andere Slots, wo du dich hinsetzen kannst. Ja. Es gibt auch immer den sogenannten Elsewhere-Slot. Das heißt, du kannst dich also auch hier so einfach aufhalten. Es werden immer irgendwo Menschen rumlaufen und mit denen unterhältst du dich und plötzlich hast du ein Thema und redest mit denen einfach. Ja. So. Also das ist sehr interaktiv. Das ist der Fokus, das liegt hier darauf, dass Menschen sich austauschen, ohne einen Zwang zu setzen. Ja. Es gibt auch eine Regel, zum Beispiel, wie lange so ein Slot dauert. Ne? Dass man eben sagt, es dauert so lange, wie es eben braucht. Ja. Wenn du nicht fertig bist mit deinem Thema, dann mach den Slot frei für die, die nach dir kommen. Also es gibt, aber dann geht ihr als Gruppe, meinetwegen in eine Sofaecke oder so, und dann könnt ihr da weiter diskutieren. Also,
but whatever happens, happens, ist eine so dieser Regel, die es da gibt. Genau, und das ist eigentlich ganz schön, ne? Whatever happens, happens. Es kann durchaus sein, dass wir eine Session anfangen und bei einem ganz anderen Thema enden. Ich habe da eine vor Augen, da haben wir vor ein paar Jahren drin gesessen, so, was sind denn die Herausforderungen im explorativen Testen? Und sind am Ende rausgekommen bei einem Thema, was da war, wie kann ich eigentlich einen Raum so ausstatten, dass ich dort vernünftig eine Testumgebung laufen lassen kann? Whatever happens, happens. Das sind genau die richtigen Diskussionen. Also das finde ich total spannend, weil man natürlich auch, das entwickelt sich dann auch erst durch die Teilnehmer und die Diskussion dann. Ne? Das ist natürlich das. Absolut. Ich glaube, da kann man, würde ich jetzt so sagen, total viel mitnehmen, auch für sich. Ne? Also jetzt nur eine Beschallung zu haben. Also ich habe jetzt ein bisschen was gehört. Ne? Genau. Also das ist halt auch ganz wichtig, wenn man mit einer, ich sag mal, Erwartungshaltung da ist und sagt, bespaße mich. Das wird nicht lange funktionieren, weil man einfach durch diese gesamte Umgebung einfach reingezogen wird und automatisch einfach mitmacht. Weil man einfach merkt plötzlich, ich kann hier frei reden, ich kann Fragen stellen, ich kann mich selber einreden, ich muss nicht vielleicht einen eigenen Slot machen. Aber in den Slots selber ist es halt alles sehr offen. Es ist ein sehr familiäres Verhältnis. Dann sind Menschen, die dabei sind. Und das ist auch das Feedback, was wir häufig von Leuten haben, die dabei sind, dass sie sagen einfach, hey, das ist durchaus intensiver als eine klassische Konferenz, weil es halt nicht nur diese Einbahnstraßenkommunikation ist, wo ich einem Vortragenden zuhöre, sondern wir gehen aktiv in den Austausch und da kommen viel, viel, viel mehr Impulse und das Gehirn fängt viel, viel mehr an zu rattern und das wird als sehr, sehr wertvoll auch wahrgenommen. Und das unterschreibe ich sofort. Ja, ich auch. Also absolut. Wenn wir jetzt auf die Teilnehmer schauen, wer kommt denn da so? Also zum einen, wie viele und was hast du da für Branchen, für Skills, für Level, ist es für Juniors, für Seniors, für Experten, für Entwickler auch? Oder wie würdet ihr das beschreiben, die Crowd? Wir haben erstmal Menschen aus dem fast ganzen deutschsprachigen Raum. Also es kommen welche aus Österreich, München. Wir haben Stammgäste vom ersten Tag an aus Frankfurt, Stuttgart, genau. Also durchaus deutlich größer im Vergleich jetzt zu nur Hamburger Einzugsgebiet. Es sind, wie ich eben schon sagte, auch HRler dabei. Es sind Menschen dabei, die coden. Es sind reine Tester dabei, Testmanager. Es gibt welche dabei, die sind aus dem klassischen Kontext, welche aus dem agilen Kontext. Es gibt Profis, die wirklich auch absolut Deep-Dive-Themen haben. Und es gibt auch Newbies, die eben halt nur ganz oberflächlich sagen, hey, was für Skills brauche ich, wenn ich mich jetzt fortbilden will. Also das ist wirklich sehr, sehr durchmischt und das macht, glaube ich, das Barcamp auch aus. Ja, definitiv. Und es ist auch, hast du ja gefragt, wer ist alles dabei? Die kurze Antwort wäre alle im Endeffekt. Wir haben hier Studenten, wir haben hier Hochschulprofessoren, wir haben Leute, die in der Wirtschaft unterwegs sind. Du hast gerade sehr viel aus dem Bereich Softwareentwicklung, Software-Testen. Ich muss gerade an eine Teilnehmerin denken, die aus der Lebensmittelbranche kommt, die also Qualitätssicherung für Food macht. Ja? Und das sind ganz spannende Impulse, die da reinkommen. Und die ist teilweise sehr begeistert, was wir machen. Und wir sind total begeistert, welchen Impuls sie dann mit reinbringt. Und das ist großartig. Einfach dieses gegenseitige Befruchten und Austauschen. Wir haben auch viele aus dem Bereich Embedded dabei gehabt, die also Embedded Software machen. Und da sind ja auch ganz andere Herausforderungen. Es ist sehr spannend, wenn die sich unterhalten. Jemand, der meinetwegen Bankensoftware macht. Und da sitzt neben einer, der macht die Steuerungssoftware von einem Gabelstapler. Und dann, du machst einfach so und so Tests. Nee, das geht bei mir aber nicht. Ich habe einen Prozessor. Also das ist schön. Einfach, man lernt auch so viel voneinander. Diese Gespräche sind super schön. Glaube ich, echt wertvoll. Jedes Jahr hat irgendwie totale Highlights. Und jedes Jahr denke ich immer, das ist das beste Barcamp, was wir hatten. Und jedes Jahr werde ich überzeugt, dass dieses Jahr dann doch das Beste war. Das Beste bisher. Ja, genau. Das ist wirklich so. Was ich auch immer schön finde, es hat sich ja zu so einem, ich sag mal, Community-Treff etabliert. Also viele Dinge werden hier auch der Öffentlichkeit auch bekannt gemacht. Also die gibt es vielleicht vorher, aber die werden hier das erste Mal irgendwie in die Öffentlichkeit getragen. Also Behrendt zum Beispiel damals mit seinem Risk-Storming ist das erste Mal wirklich richtig in Erscheinung getreten, zumindest in meiner Blase, hier auf dem Barcamp. Das ist im deutschsprachigen Raum. Ne? Also das ist vorher gar nicht, also Risk-Storming ist die bestimmt mit hier. Und so, und das war also hier quasi so ein Kick-Off für den deutschsprachigen Raum. Quality Storming haben wir ja schon mal drüber gesprochen, habe ich hier das erste Mal eigentlich wirklich Christian hat mich mal angestoßen, aber du hast doch da was, mach das mal. Ich wusste ja gar nicht, dass ich da was habe. Und das haben wir quasi auf dem Barcamp das erste Mal gemacht. Also öffentlich sozusagen. So dass man mal, hier, ich habe hier was, die Lust daran teilzuhaben. Und solche Sachen passieren sehr oft hier. Dass also Dinge einfach entstehen oder gezeigt werden, wo die Leute gar nicht wissen, dass das was Besonderes ist. Und im Nachgang merkst du erst, ey, ich war dabei. Das ist
Schöne ist, wir haben immer so 60 bis 80 Leute und da ist ein sehr fester Kern von 40, 45 Leuten, die halt wirklich regelmäßig da sind. Teilweise, ne, wir haben 10 Jahre jetzt, teilweise Leute, die das 10. Mal dabei sind. Und auf der anderen Seite haben wir immer wieder Leute, die auch das erste Mal dabei sind. Und wenn man das nicht weiß, dann merkt man das auch nicht, weil die Integration so großartig ist und die Gespräche so offen sind. Und das freut uns einfach sehr. Und uns, das ist natürlich nicht nur Georg und mich, sondern das sind auch die anderen, die das mit organisieren. Ne? Das sind auch Yogi, Ursula, Mike, Max im Hintergrund. Ja, also das ist, macht uns alle eine Menge Freude. Es ist uns auch wichtig, dass das Ganze ein Event ist von der Hamburger Test Community. Heißt also, dass wir sind ja insgesamt 4 Firmen, also Menschen aus 4 verschiedenen Firmen, die das organisieren. Und das ist kein Event von der Firma XY. Das findet natürlich bei OSE immer statt, in den Räumlichkeiten, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, solche Räume zu mieten. Und OSE sagt, komm, wir sponsern diese Räumlichkeiten. Ja. Und weil wir natürlich auch eine Nähe haben dazu, das ist von der Organisation deutlich einfacher. Aber das ganze Event ist so gesteuert, dass man durchaus merkt, das ist die Hamburger Community, die das federführend macht. Ja. Also Christian sagt ja gerade so 60 bis 80 Leute. Letztes Jahr waren wir fast ausverkauft. Das geht immer relativ schnell. Und die Community selber hat gesagt, wir möchten das begrenzen auf 80 Leute. Wir wollen nicht, dass es mehr werden, weil wir genau dieses Flair behalten wollen. Dieses familiäre, man kennt sich, man hat sich schon mal gesehen oder ich komme leichter irgendwie in die Gruppe rein oder so. Das habe ich nicht, wenn ich hier mal 5000 Leute habe oder 500 Leute. Dann ist das wieder, kriegt es wieder dieses anonyme Flair. Und genau das möchte die Community eben nicht. Das ist uns auch wichtig, ja? Also die Community. Also traditionell endet jedes Barcamp damit, dass wir eine Session dazu haben, so hey, wie soll es nächstes Jahr eigentlich sein? Um da das Feedback einfach abzuholen, auch zu wissen, in welche Richtung soll es gehen. Und da kommen sehr wertvolle Impulse auch. Und das nehmen wir sehr, sehr, sehr gerne an. Was waren denn so in den 10 Jahren so eure persönlichen Highlights beim Barcamp, wo ihr sagt, ein Moment, wo ihr euch noch so richtig gerne dran erinnert? Also mein absolutes Highlight war das mit Bären, der das Risk Storming vorgestellt hat. Ich habe das nur mal so gehört und das hat mich total geflasht und seitdem bin ich ja totaler Fan von Risk Storming. Also das war für mich wirklich ein absolutes Highlight. Dann ein absolutes Highlight für mich war auch der Vortrag von Martin mit seinem Kollegen damals über KIs und Requirements, also Testfälle aus Requirements per KI automatisch erstellen. Das war wirklich cool, wie die das aufbereitet haben. Uns gezeigt haben, eigentlich geht das noch gar nicht alles so richtig. Das war wirklich sehr spannend. Das war auch ein Highlight. Und ein denkwürdiger Moment für mich war, wir haben einmal das Barcamp auch so gesagt, wir machen es auch gerne ein bisschen englischsprachiger. Und da habe ich einen Workshop hier angeboten und den habe ich in Englisch gemacht und das war nicht gut. Ich war mehr damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie formuliere ich es. Ja. Also das hat mir, das war nicht meins. Ja. Kamen die nachher alle auf mich zu und sagten, hast du gut gemacht? Ich sage, ja, ist richtig. Okay, ja. Und bei dir? Es fällt mir schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sehr, sehr viele großartige Sachen dabei sind. Aber was mir sehr in Erinnerung geblieben ist die allererste Keynote vom allerersten Barcamp. Das war damals Micha Kurz und Oli Monnecke vom Rewe, wie sie quasi ihren Monolithen auf Richtung Microservices gedreht haben. Und es muss das 3. oder das 4. Barcamp gewesen sein. Da war ich nicht in einer Session, weil ich so viele spannende Gespräche zwischendurch in diesem von dir eben angesprochenen Elsewhere-Raum hatte, wo ich einfach wirklich die ganze Zeit irgendwo mit irgendjemandem in den wirklich tiefen Gesprächen war. Unter anderem mit Lalit, da ging es um das Thema BBST und wie wir dieses Ausbildungsschema auch in Deutschland weiter verankern können. Und das war einfach so tief, das Gespräch, so tiefgreifend, dass ich die Sessions vergessen habe. Ja. Das war ein großartiger Tag. Ja, spannend. Ja. Da geht auch die Zeit hinweg. Ne? Absolut, ja. Ja, so ein Tag ist dann schnell rum. Ne? Ja. Und du bist echt platt danach. Ja. Du bist wirklich durch. Wir haben auch am Ende immer so einen Gänsehautmoment. Also, wir haben noch gar nicht erwähnt, unser Moderator Stefan Röhr, der war, schöne Grüße, der seit 10 Jahren auch das Barcamp immer moderiert, freiwillig. Der hat mit Testen eigentlich gar nicht so viel zu tun, aber der ist einfach ein großartiger Moderator. Und der hat so zum Ende sich angewöhnt, über so einen Gänsehautmoment zu machen. Und das ist etwas, da freue ich mich das ganze Barcamp drauf. Ja. Wie er quasi dann 80 Leute quasi einmal
ich will es nicht vorwegnehmen, wer noch nicht da war, wird es dann erleben, einfach 80 Leute dazu bringt, mal ganz kurz innezuhalten und du gehst dann raus mit einem echten Gänsehaut. Ja, schön. Und dann sagt er nur die magischen Worte und hiermit erkläre ich das Barcamp für beendet. Ja. Und das ist so, das geht so durch den Körper, kriegt wieder der Gänsehaut. Ja. Also der ist einfach großartig, was die Moderation angeht. Man muss dann gar nicht viel moderieren. Und das bisschen, was man da macht, das macht er wirklich toll. Ja. Seine Commercial Breaks zum Beispiel mal, ne? Die großartig. Mhm. Wir haben ja immer Sponsoren. Wir suchen übrigens auch immer Sponsoren. Ja. Das ist ein Community-Event. Niemand verdient hier dran Geld. Und ohne Sponsoren würde das Ganze nicht stattfinden. Das Essen muss bezahlt werden, die Sachen, Material und so, das muss alles bezahlt werden. Und da danken wir den Sponsoren auch immer. Und während dieses sogenannten Marktplatzes, wo also die Menschen ihre Sessions vorstellen, da springt Stefan einmal ganz kurz dazwischen und sagt, Commercial Break. Und dann erwähnt er einen der Sponsoren und erklärt nochmal, was die machen. Sehr gut. Ja, also, das macht er ganz toll. Also mit Stefan haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Moderator. Ja, großartig. Jetzt ist es das 10. Mal. Gibt es irgendwas, was ihr anteasern könnt, was so ein Highlight werden wird, oder ist das alles noch geheim? Das eigentliche Highlight haben wir schon geteasert. Ne? Das sind die Leute, die da sind. Also ich glaube, da können wir ein Rahmenprogramm machen, noch und nöcher. Das eigentliche Highlight ist wirklich der Austausch. Und ja, natürlich haben wir uns auch was Besonderes ausgedacht. Ob es ein T-Shirt wird, ob es ein Pulli wird. Es kam schon mal der Vorschlag von Leuten, eine Hose passend dazu machen. Also das ist zum Beispiel, das gab es um 5-Jährigen. Ja, okay. Ja, das aber wir sind ja noch in der Planung. Und hey, wenn ihr Ideen habt, kommt gerne auf uns zu. Ja. Also, da sind wir für Ideen sehr, sehr empfänglich noch. Wir hatten überlegt, ob wir vielleicht auch Richie bewegen können, dass der zu uns kommt. Dann Jetzt, wo ich schon mal hier bin. Ne? Wenn du ihn triffst, kannst du ihn ja mal überreden. Genau, ich frage ihn mal. Also eine tolle Idee wäre natürlich, vom Barcamp direkt Live-Podcasts zu machen. Das wäre eine mega geile Idee, würde ich sagen. Also das wäre natürlich, Aufzeichnung natürlich. Ja, also mal sehen. Also wir haben uns ein paar Kleinigkeiten überlegt, aber noch nichts wirklich Konkretes. Ja. Und es gab auch schon den Beweggründen, also die Überlegungen, die Menschen, die 10-mal dabei waren, dass die was Besonderes kriegen. Aber da habe ich Gegenwind gekriegt. Primär deswegen, weil ich jetzt das 9. Mal dabei bin. Okay. Es gibt also auch bei der Organisationsgruppe immer mal Menschen, die eben halt mal einen Termin dazwischen hatten. Also klar. Also auch, Wann ist es dieses Jahr soweit? Es ist immer das erste volle Wochenende im September. Ja. Das Datum ist was ist gerade drauf? Das erste volle Wochenende im September. Ja, okay. Ich meine 5., 6. September, meine ich. Nagel mich da nicht fest. Ja. Du kannst es jetzt ja anblenden. Ja, genau, wir blenden es ein und wir schreiben es auch in die Shownotes. Lesen, da steht's. Hier Genau. steht's. Nicht so. Die Postproduktion ist was zu tun. Jetzt hast du was zu tun. Genau, ja. Und wir packen das auch in die Shownotes rein, natürlich auch mit dem Link zur Anmeldung und eure Kontaktdaten, wenn man sich connecten will zu dem Thema, vielleicht als Sponsor, vielleicht mit irgendeiner Idee auch da reinzubringen. Also das wäre wirklich ein kleiner Aufruf, weil wir natürlich dieses Jahr ein bisschen was Besonderes machen möchten. Wo auch vielleicht mal, wenn wir sagen, jeder kriegt so ein Pulli zum Beispiel. Ja. Das wäre natürlich toll, wirklich. Ne? Oder ein T-Shirt oder so. Aber die Dinger müssen halt bezahlt werden. Ja. Und wenn wir jetzt noch ein paar Sponsoren finden, die sagen, hey, ich unterstütze das. Wir haben ja hier auch den Stände. Ne? Also es ist ja nicht so, dass es jetzt für nichts sein soll. Ne? Man kann das hier präsentieren als Firma und so. Oder es gibt auch welche, die sagen, hey, ich kaufe 3 Karten, aber ich benutze nur eine. Ja. Also auch solche Sponsorschaft gibt es. So teuer ist das ja nicht. Aber das ist wirklich, also ich nehme es als Aufruf gerne nochmal, wenn ihr auch jemanden, oder ihr da draußen, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht sowas sponsoren könnte, meldet euch bei uns. Und was uns wichtig ist, wir wollen die Preise nicht erhöhen. Ja. Also das ist ein Community-Event, das soll zugänglich für alle sein. Wir sind seit dem ersten Tag bei 49 €. Das ist mehr oder weniger das, was für das Essen drauf geht. Ich würde sagen, das Essen ist sogar noch teurer. Wir haben Spezialpreise, Sonderrabatte für Studentinnen auch noch, damit wirklich alle dabei sind. Ne? Sonderpreise sind davon, kostet nichts. Also von daher, wenn ihr damit unterstützen wollt, hey, sehr, sehr gerne. Also alle Studierenden kosten nichts. Super. Ich freue mich drauf. Ja, wir Also auch. ein tolles Event. Wir packen alle Daten auch in die Shownotes rein und ich wünsche euch jetzt für die Orga schon mal noch alles Gute, dass ihr das quasi auch alles zeitlich auch schön hinbekommt. Und wir sehen uns ja dann spätestens am ersten vollen Wochenende im September. Erste volle Wochenende im September. Freitagabend geht's los. So sieht das aus. Freitagabends geht's los mit dem Abendkeynote und dann abends Grillevent. Und am Samstagmorgens um 8:30 Uhr gemeinsames großes Frühstück
Also wenn man ein Hotelzimmer hat, braucht man kein Frühstück buchen. Hier gibt es Frühstück genug. Und dann auch natürlich die Hamburger Brötchen, die jeder haben will, die Fressbrötchen. Ja, natürlich. natürlich. Und es gibt ein wirklich, wirklich großes Mittagessen, also großes Buffet. Kein Fingerfood, sondern wirklich ein großes Buffet. Also für die Versorgung ist gesorgt. Absolut. Wir haben alle Getränke hier, wir haben Kaffee hier, wir haben Bier hier, wir haben alles da, was man braucht. Und nette Leute. Und eine Menge nette Leute. Ja. Und wer Angst hat, dass wo bei Georg am Grill geht, es nur Fleisch gibt, nein, wir haben natürlich auch veganes Essen. Das ist uns wichtig. Ja, Tatsächlich ist das so. Also ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, aber den kleinen Exkurs. Wir haben durchaus ein sehr diverses Publikum. Ja. Und es gibt auch da natürlich Menschen dabei, die aus nachvollziehbaren Gründen sagen, hey, ich möchte nicht nur kein Fleisch, sondern ich möchte auch vegan mich ernähren. Und da legen wir Wert darauf, dass wir dann nicht sagen, ihr könnt die Beilagen essen, sondern wir haben wirklich vollwertig etwas immer für alle dabei, die eben sagen, ich esse kein Schweinefleisch, ich esse kein Fleisch, ich esse keine tierischen Produkte. Ja. Also alle Beilagen zum Beispiel sind komplett ohne tierische Produkte hergestellt und so. Und da gibt es immer noch eine Hauptkomponente, eine wichtige, also daran kriegen wir sehr viel positives Feedback, dass wir uns da viel Mühe geben. Das scheint auch bei den Menschen anzukommen. Nichts anderes hätte ich erwartet. Ich freue mich drauf. Georg, Christian, ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Schön, dass du da warst. Dankeschön, dass ich da sein Danke dir, dass du gekommen bist. Und werde mich jetzt dann gleich zum Zug verabschieden. Ja. Und vielen Dank und wir sehen uns. Und ich freue mich drauf. Ja, auch. Bis dann. Ciao. Tschüss.